Servus Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video aus meiner Boot Talk Reihe und heute gibt es für euch 5 Schuhe, die vor allem für Tricks und fürs Dribbeln sehr gut geeignet sind. Ich würde sagen, genug gelabert, fangen wir an mit Platz Nummer 5. Wahrscheinlich die erste Überraschung, denn es ist der Under Armour Magnetico. Den Schuh kennen wahrscheinlich relativ wenige von euch. Ich habe den Schuh schon testen können, wie gesagt, Video zu diesem Schuh in der Beschreibung. Ich muss sagen, ich bin extrem überrascht von dem Schuh gewesen, denn der Schuh hat das wahrscheinlich dünnste Obermaterial von allen Fußballschuhen, die es da draußen aktuell gibt. Deswegen macht der Schuh vor allem in diesem Voting im Bereich Tricks und Dribbeln eine extrem gute Figur, da man einen unglaublich direkten Touch hat. Bei diesem Schuh kann man sich vielleicht sogar drüber streiten, ob das Obermaterial ein bisschen zu dünn ist. Wie gesagt, der Schuh besitzt keine Federung, keine Polsterung, man hat einen extrem direkten Touch, was beim Schießen vielleicht eher negativ sein kann, vor allem in der kalten Jahreszeit. Allerdings ist in diesem Voting ja das Augenmerk auf Dribbel und Tricks und daher gewährleistet dieser Schuh einen extrem guten Touch, einen direkten Touch, wie gesagt. Auch generell macht der Schuh eine gute Figur. Ich finde die Schuhe von Under Armour, auch den Clutchfit, stark unterschätzt. Auch Haltbarkeit hat der Schuh mich überzeugt und auch die Passform ist sehr, sehr gut. Man fühlt sich in dem Schuh sehr, sehr wohl. Deshalb ist der Under Armour Magnetico hochverdient auf Platz Nummer 5. Wir machen weiter mit Platz Nummer 4, keine große Überraschung, es ist der Adidas Nemesis. Ist nicht umsonst der Schuh von Lionel Messi, Jesse Lingard oder auch Roberto Firmino. Ein extrem genialer Schuh, vor allem im Bereich Tricks und Dribbeln, deshalb wie gesagt verdient auf Platz Nummer 4. Der Schuh macht eine extrem gute Figur. Was man allerdings sagen muss, das Obermaterial ist nicht unbedingt dünn. Ich finde es sogar vielleicht ein bisschen zu dick, als wenn man auf dem direkten Touch steht. Aber der Schuh macht sonst eine extrem gute Figur. Die Ballverarbeitung gelingt sehr, sehr gut. Vor allem auch der Komfort in diesem Schuh ist extrem gut durch das Agility Bandage. Das heißt, der Schuh passt sich sehr, sehr gut deinem Fuß an und erlaubt dir so einen extrem guten Touch. Auch den Adidas Nemesis habe ich schon in 3 verschiedenen Colorways getestet. Deshalb kann ich hier auch ein sehr, sehr gutes Fazit fällen. Und ich muss sagen, ich bin ein extrem großer Fan vom Adidas Nemesis. Wer mehr über den Schuh erfahren möchte, wie gesagt, Link wieder in der Beschreibung. Wie gesagt, die Ballverarbeitung ist sehr, sehr gut im Schuh. Die Oberfläche besitzt sehr viel Grip, das heißt, man hat kein Verrutschen. Man hat dennoch einen direkten Touch, auch wenn, wie gesagt, das Rohmaterial noch ein bisschen zu dick ist für mein Verhältnis. Aber ansonsten auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Schuh und daher auch verdient auf Platz 4. Und wir machen weiter mit Platz Nummer 3 und zwar der Adidas X18.1. Ich muss sagen, ich bin ein Riesenfan vom Adidas X18.1. Ich spiele den auch mit am häufigsten. Es ist ein klassischer Speedboot, das heißt, der Schuh ist schön leicht, besitzt auch das sogenannte Speed Mesh Obermaterial. Das heißt, man kann auf jeden Fall mit dem Schuh schnell dribbeln. Es ist also für alle Spieler, die, wie gesagt, schnell ins Dribbling gehen wollen, ein extrem guter Schuh. Vor allem nach der Einlaufphase wird das Obermaterial schön weich, das heißt, man hat einen direkten Touch. Dennoch besitzt das Obermaterial eine gute Federung. Das heißt, man hat noch einen guten Spielraum und auch genügend Grip, um den Ball optimal zu verarbeiten. Allerdings muss ich auch sagen, dass der Komfort eine extrem gute Figur macht und auch die Haltbarkeit, die man von Adidas gewöhnt ist. Vor allem auch die Hacke gefällt mir sehr gut. Die ist sehr, sehr gut gefedert, das heißt, man kann hier keine Blasen oder Druckstellen bekommen. Deshalb spiele ich den Schuh auch mit am häufigsten und kann euch im Bereich Dribbeln und Tricks diesen Schuh mehr als ans Herz legen. Kommen wir auch schon zu Platz Nummer 2, auch ein klassischer Speedboot, der in diesem Voting nicht fehlen darf. Und zwar der Nike Superfly 360. Ein extrem genialer Schuh, ich habe ihn auch in 2 Colorways da, auch in der CR7 Chapter 6 Variante. Wie gesagt, der Schuh von Cristiano Ronaldo und das nicht ohne Grund. Der Nike Superfly 6 oder auch Nike Superfly 360 ist also für alle Spieler geeignet, die vor allem schnell ins Dribbling gehen und das Spiel auch gerne durch Tricks entscheiden. Das Obermaterial ist hierfür sehr, sehr gut geeignet. Einerseits besitzt das Obermaterial Grippunkte, das heißt, der Ball kann nicht verrutschen. Andererseits ist es auch extrem dünn, vor allem nach der Einlaufphase. Wirkt zunächst etwas steifer, wie gesagt, nach der Einlaufphase habt ihr da gar keine Probleme mehr. Es wird sehr, sehr schön weich, das heißt, man hat einen direkten Touch. Auch ein ultra leichter Schuh, das heißt, man kann hier auf jeden Fall auch Geschwindigkeit aufnehmen. Und Nike hat sich auch noch was dabei gedacht, und zwar haben die Mittelsohle weggelassen. Das heißt, man kann noch besser aus der Kurve beschleunigen, da der Schuh jetzt seine Fußform nachahmen kann. Das heißt, vor allem wenn man aus der Kurve kommt, hilft dieser Schuh enorm. Das habe ich auch in meinem Test feststellen können. Ich bin ein Riesenfan vom Nike Superfly. Wie gesagt, vor allem für Spieler, die Tricks und Dribbeln lieben, bietet dieser Schuh auf jeden Fall ein extrem gutes Handling. Wie gesagt, völlig zu Recht auf Platz 2 der Nike Superfly 6 oder auch 360 Grad. Und jetzt, Leute, ist es soweit. Wir kommen zum Platz Nummer 1 und das ist der
der Nike Phantom Vision. Derzeit mein absoluter Lieblingsschuh und das nicht ohne Grund, denn dieser Schuh liefert mehr als nur ab. Der Nike Phantom Vision besitzt meiner Meinung nach das aktuell beste Obermaterial auf dem Markt. Das wird extrem weich, vor allem nach der Einlaufphase. Ist eigentlich wie eine zweite Haut, ist ein barfußähnliches Gefühl. Das Obermaterial besitzt extrem viel Grip, das heißt vor allem beim Tricksen extrem von Vorteil. Der Schuh ist auch schön leicht, vor allem also auch für Spieler, die Geschwindigkeit lieben. Ein extrem gutes Feature. Und ich muss sagen, ich bin mit dem Schuh mehr als zufrieden. Wie gesagt, derzeit mein absoluter Lieblingsschuh, mit dem spiele ich am meisten. Das Obermaterial ist sehr, sehr weich, passt sich gut am Fuß an. Das heißt, du hast wie gesagt ein Barfußgefühl und einen direkten Touch. Und durch die Grippunkte lässt sich der Ball extrem gut verarbeiten. Auch die Haltbarkeit spricht für den Schuh und auch das sogenannte Ghost Lacing. Das heißt, im Inneren, unter dem Obermaterial befindet sich noch Schnürsenkel. Das heißt, man kann den Schuh auch nochmal personalisieren und ein bisschen mehr anpassen. Aber wie gesagt, die Passform dieses Schuhs ist auch extrem gut. Das heißt, man fühlt sich direkt wohl, rutscht nicht, hat auf jeden Fall guten Komfort und lässt diesen Schuh auf jeden Fall mehr als zu Recht auf Platz 1 glänzen. So, denn mit dem Nike Phantom Vision haben wir auch dieses Voting jetzt komplementiert. Mich würde mal interessieren, ob ihr mit dem Voting zufrieden seid. Könnt ihr mal einen Kommentar da lassen, ob ihr irgendwelche Plätze tauschen würdet oder auch es genauso machen würdet. Wie gesagt, für mich ist der Nike Phantom Vision auf jeden Fall verdient auf Platz 1. Derzeit mein Lieblingsschuh. Auch wenn die anderen Schuhe auf jeden Fall eine extrem gute Figur machen, kommt meiner Meinung nach aktuell keinen Schuh an diesen heran. So Leute, das war's schon für das heutige Video dieser Boot Talk Reihe. Ihr könnt auch mal gerne einen Kommentar da lassen, zu welchem Thema das nächste Boot Talk Video kommen soll. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da, dann wird auf jeden Fall mehr in diesem Bereich kommen. Auch nicht vergessen, abonnieren und die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr nämlich keine Videos mehr. Ich bin raus, macht's gut. Ciao.